Herzlich willkommen. Wieder mal ein kleiner Videoclip. Und zwar wurde ich gefragt, zu dem Thema zu sprechen, was wir das abhängige Entstehen nennen. Damit ist gemeint, wie Leid entsteht, wie Befreiung entsteht und sind damit mittendrin in einem der wichtigsten Themen der buddhistischen Geistesschulung. Ich will es kurz mal mit den umgebenden Themen verbinden. Es geht eigentlich darum, was der Buddha die zweite edle Wahrheit genannt hat, wie Leid entsteht, also wie es dazu kommt, dass wir so viel Stress erleben und uns oft so unbehaglich fühlen. Und es geht dann in der Umkehrung der erklärten Reihenfolge darum, wie wir in Befreiung, in offene Geisteszustände finden. Also wie wir genau aus den stresserzeugenden Mustern frei werden können. Und wenn wir in so einem Standardbuch wie bei Gampopa, dem kostbaren Schmuck der Befreiung, wenn wir da nachlesen, dann finden wir diese Erklärung zum abhängigen Entstehen interessanterweise in dem Kapitel über meditative Stabilität, also zum Entwickeln von tiefer, ruhiger Meditation, weil ein Verständnis von diesen Zusammenhängen unglaublich dabei hilft zu wissen, worum es in der Meditation geht und wo wir ansetzen können. Ich greife mal vorweg, wir wissen dadurch genau, dass wir an diesen greifenden, festhaltenden Mustern anzusetzen haben. Grob gesagt geht es bei den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens eigentlich um eine Reihenfolge von 3 Elementen. Und zwar wie unsere emotionale Verwirrung dazu führt, dass wir bestimmte Gedanken unterhalten, auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und körperlich handeln. All das, was der Buddha Karma nannte, also eigentlich gestalten, wie wir unser Leben gestalten durchs Denken, Reden und Handeln. Und da wir das mit emotionaler Verwirrung tun, ist die Folge davon mehr Verwirrung, mehr Leid, mehr Verstrickung und so weiter. Und der Buddha hat diese 3 Glieder, wo es also um emotionale Verwirrung, karmisches Gestalten und das resultierende Leiden geht, hat er weiter aufgeschlüsselt in 12 Glieder. Und die sind sehr berühmt geworden, weil sie im Grunde genommen den ganzen Weg der Praxis zusammenfassen und uns auch ein Verständnis dafür geben, wie sich diese beschriebenen Muster fortsetzen und auflösen lassen. Ich möchte mit euch heute diese 12 Glieder durchgehen und danach nochmal zusammenfassend erklären. Den Anfang, irgendwo muss man hier anfangen. Es handelt sich eigentlich um einen Kreis. Also wir fangen mal bei dem an, was wir mangelndes Gewahrsein nennen oder was wir Unwissenheit nennen. Also, um es salopp zu sagen, wir blicken nicht, wie das Leben funktioniert. Wir sind unwissend darüber, was zur Befreiung führt und was tatsächlich glücklich macht und frei macht. Und dieses grundlegende mangelnde Gewahrsein, das führt dazu, dass wir in all unseren Gestaltungen, also alles, was wir denkend, redend und handelnd gestalten, dass wir immer von irrigen Annahmen ausgehen. Eine dieser ganz großen irrigen Annahmen ist, getrennt zu sein vom Rest der Welt und damit in eine ständig Wechselbeziehung zu treten, wo ich das, was mir außen gefällt, haben möchte und das, was mir unangenehm erscheint, wegstoße. Also die grundlegenden dualistischen Gestaltungsprozesse. Und die beruhen alle auf diesem mangelnden Gewahrsein, das grundlegende Verbundensein und also nicht zu sehen und innerhalb von uns selber an einen Wesenskern zu glauben.
Also davon auszugehen, ich und mein Erleben, ich und der Rest der Welt. Also das erste Glied, mangelndes Gewahrsein. Das zweite Glied, das sind diese Gestaltungskräfte, aufgrund derer wir uns mit allem in Beziehung setzen. Diese beiden Faktoren führen zwangsläufig dazu, dass wir ständig in einem dualistischen Bewusstsein unterwegs sind. Genau dieses Subjekt-Objekt-Erleben. Und dieses Bewusstsein, das schafft sich jede Menge Situationen. Wir können sagen, mit diesem Bewusstsein treten wir in die Geburt ein, schon mit dem Gefühl, als jemand unterwegs zu sein, getrennt von allem anderen. Wir könnten aber auch sagen, das gerade eben vorhandene dualistische Bewusstsein prägt schon gleich wieder die Wahrnehmung der nächsten Situation. Also, weil ich jetzt in dem Muster unterwegs war, mich für das Zentrum des Universums zu halten, das Zentrum meiner Wahrnehmung, ich, Subjekt, getrennt von allem anderen, dann ganz logischerweise ist die nächste Geburt, also die nächste Situation, die entsteht, auch wieder geprägt von genau diesen Mustern. Dieses Eintreten in die nächste Situation, das nennen wir als Beschreibung der dualistischen Prozesse, nennen wir Name und Form. Mit Name ist gemeint, dass eine Identifikation besteht. Zum Beispiel mein Name als Tillmann, das ist der äußere Name und innerlich verbunden mit einem Gefühl von Identität, was sich ausweitet und meinen ganzen Körper in Anspruch nimmt. Das ist mein Zuhause, das bin ich. Name, also im weiteren Sinne, wer ich bin, das sind all die geistigen Prozesse, mit denen ich mich identifiziere. Also, all die Empfindungen, die Unterscheidungen, all das, was mir durch den Kopf geht, was mir durchs Herz geht, die Emotionen, die Stimmungen, die verschiedenen Bewusstseinszustände, das alles nennt man Ich. Name, Tillmann. Und die Form, das ist, was ich durch den Körper erlebe, das ist die körperliche Identität. Und so treten wir in die nächste Situation oder in ein neues Leben ein und entwickeln, verstärken mit jeder Situation, mit jedem Lernprozess, verstärken wir eigentlich diese zugrunde liegende Identifikation. Und das geschieht durch den 5. Punkt, das geschieht durch die Sinne. Die Sinne, so wie wir uns jetzt anschauen, so wie wir uns hören, spüren, ja, körperlich fühlen, riechen, schmecken, die 5 äußeren Sinne, plus das geistige Wahrnehmen, das sind die Sinnesfelder, die, weil sie durchdrungen sind von diesem Ich-Gefühl, dieser Annahme von jemandem mit einer Form, die deshalb zwangsläufig dazu führen, dass ein Kontakt erlebt wird, so als würde ein Ich etwas hören, ein Ich etwas sehen. Eine unbewusste Annahme, dass das Zusammentreffen von äußeren wahrgenommenen Objekten und innerem Wahrnehmenden dann meine Welt ausmacht. Und wir werden sehen, das klingt alles ganz normal und das ist ja auch so, wie wir funktionieren. Dualistisch geprägte Sinne gehen in Kontakt und das, was also Nummer 6 im Kontakt erlebt wird, das nennen wir Empfindungen. So sind die visuellen Empfindungen jetzt sehr prägend, die Hörempfindungen, die körperlichen Empfindungen, Geruchs-, Geschmacksempfindungen und auch das Wahrnehmen der geistigen Prozesse, das wird auch Empfindungen genannt, das sind geistige Empfindungen. Und so sind wir in diesen 6 Feldern, sind wir ständig unterwegs, Erfahrungen zu machen. Und bei jeder dieser Empfindungen
kommt es dazu, dass eine Reaktion stattfindet. Also zum Beispiel, wenn ihr mich jetzt hört, dann gibt es Dinge, die ich sage, die machen für euch Sinn. Da nickt ihr innerlich so, da stimmt ihr zu. Das ist angenehm, das ist bestätigend, vielleicht auch inspirierend. Dann gibt es andere Dinge, wo ihr sagt, nee, wirklich Zweifel oder Ablehnung. Und manches wollt ihr vielleicht auch gar nicht hören. Ach, kann das ja nicht kürzer machen. So, also vermutlich ein Wunsch, etwas auszublenden. Und das sind die 3 Grundreaktionen, die der Buddha unter dem Thema Durst oder Verlangen zusammengefasst hat. Das wäre hier in dieser Reihenfolge nach dem 7. Punkt Empfindung, wäre der 8. Punkt, wäre dieses Verlangen, und zwar das Verlangen, etwas haben zu wollen, mehr davon haben zu wollen, das Verlangen, etwas nicht haben zu wollen, wegstoßen zu wollen, raus aus dem Leben, oder das Verlangen, etwas gar nicht mitzubekommen. Und diese 3 Reaktionen auf das Erlebte, die führen dazu, dass tatsächlich nicht nur eine, soll man sagen, eine solche erste impulsive Reaktion stattfindet, sondern dass es zu einem tatsächlichen Gestalten, einem Ergreifen kommt. Also das, was ich haben will, ergreife ich. Aber auch das Wegstoßen von etwas, das Zerstören von etwas, was ich nicht mag, ist auch eine Form des Greifens. Und auch das nicht wissen wollen, das sich abwenden, ist eine Form des Greifens, weil ich etwas ergreife als für mich irrelevant oder störend und eine innere Abwehr stattfindet. Also das sind die sich tatsächlich abspielenden Reaktionen. Auf das Verlangen kommt das Ergreifen. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe etwas ergriffen. Ich bleibe gerne mal bei einem subtilen Beispiel. Ich habe einen Gedanken ergriffen. Eine Erinnerung war aufgetaucht, die finde ich angenehm und ich spinne sie weiter. Ich ergreife sie mental und klar findet dadurch die nächste Situation schon wieder ihre Prägung. Sie ist geprägt durch das noch vorhandene Greifen und gestaltet sich entsprechend weiter. Wenn die vorhergehende Situation ein Ablehnen war, also da war ein Klang, ein starkes Geräusch draußen hat mich vielleicht erschreckt und ich bin für einen Moment wütend geworden, ich will nicht, dass der Nachbar sich so verhält, dann ist diese ärgerliche, ergreifende Reaktion etwas, was auch die nächste Situation, das nächste Wahrnehmen weiter beeinflusst. Und diese Beeinflussung, die setzt sich natürlich fort, wandelt sich, kann sich auch wieder auflösen, aber immer bewirkt die vorhergehende Situation eine gewisse Prädisposition im nächsten Erleben ein wenig ähnlich unterwegs zu sein. Und das Wichtigste ist, dass ja all diese Prozesse, die wir jetzt beschreiben, dass das ja alles dualistische Prozesse sind in dem Sinne, dass ich mit Ich-Gefühl unterwegs bin und aufgrund der starken Neigung, alles aus dem Blickwinkel des Ichs zu betrachten, zu bedenken, zu handeln, dass sich diese Neigung in einem ständigen Werdeprozess fortsetzt und dazu führt, dass ich auch die nächsten Situationen wieder aus dem Blickwinkel eines Ichs getrennt von einem anderen erlebe und darauf reagiere. Und dieses wichtige 10. Glied, das nannte der Buddha Werden. Also Werden im Sinne von Werdekräften, Mustern, die dazu führen, dass wieder und wieder dualistische Formen der Erfahrung stattfinden. Und das kann ein Werden sein, was dann sogar, nachdem wir diesen Körper verlassen haben, dazu führt, dass wir wieder in solch einer getrennten, vermeintlich getrennten Existenz Geburt annehmen. Also diese Werdekräfte, die würden zur nächsten Geburt führen. Und diese nächste Geburt kann der nächste Moment sein, so wie jetzt.
jetzt immer wieder wiederholen, von derselben Art Dinge wahrzunehmen. Dasselbe Bedürfnis, auf die eine oder andere Art zu sein. Und dieser Werdeprozess, der setzt sich die ganze Zeit fort und führt dazu, dass wir jetzt erneut als ein Ich, Tillmann, geboren werden. Dass ich morgens, wenn ich aufwache, nach dem Schlaf, wo ich vielleicht unbewusst war, nicht bewusst, dass ich da meine Identität wieder sozusagen zusammenkrame, sich wieder verdichtet mit dem Gefühl, jetzt wieder als Tillmann in der Welt unterwegs zu sein. Das ist die Geburt in den Tag und genauso könnte auch die Geburt in ein nächstes Leben stattfinden. Und in diesem Entstehungsprozess, den wir geboren werden nennen, ist natürlich das Altern, die Veränderung schon mit drin, das gehört mit dazu. Und wo Veränderung nicht willkommen ist, also wo der Geist nicht geschmeidig genug ist, in diesen Veränderungsprozessen des Alterns, also des Größerwerdens, des Wachsens, also Erwachsenwerdens und des Alterns bis hin zum Tod. Wenn der Geist nicht geschmeidig genug ist in diesem Prozess, dann sind all diese Prozesse des Wandels, sind sie alle mit Stress, mit Anspannung verbunden. Wenn es hell ist, will ich, dass es hell bleibt, wenn ich den Tag mag, ja und so weiter. Selbst die einfachsten Dinge, ob die Sonne scheint oder ob es regnet und schneit, alles ist immer mit haben wollen, nicht haben wollen verbunden. Ein grundlegender Stress, der sich durch die Existenz zieht, weil wir auf die Erfahrungen der verschiedenen Sinnesfelder mit Verlangen und Ergreifen reagieren. Und so kann man sagen, und so hört der Buddha auch diese Lehrrede auf, und so ist, wenn wir so funktionieren, ist alles geprägt von Aufgewühltsein, von Kummer und Leid, von all den verschiedenen Erfahrungen des Unglücklichseins. Ich hatte doch zu Anfang gesagt, dass das Ganze einen Kreis darstellt. Ja, also ich fange nochmal an, ein bisschen schneller. Wir sind durch diese Werdekräfte, durch die ganzen Prägungen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, wird das mangelnde Gewahrsein immer weiter verstärkt. Dieses mangelnde Gewahrsein führt dazu, dass die Art, wie wir gestalten, wie wir denken, geprägt ist durch diese dualistischen Muster, was dazu führt, dass unsere Bewusstseinszustände ständig dualistisch geprägt sind, was dazu führt, dass wir immer mit einem Name und Form uns identifizieren, was dazu führt, dass unsere Sinneswahrnehmungen genauso stattfinden, was dann zu Kontakten führt mit Sinnesobjekten, die wo die Empfindungen in angenehm, unangenehm, nicht weiter interessant unterteilt werden, was zu den verschiedenen Formen des Verlangens und des Ergreifens führt, was dann wieder zu den Werdekräften führt. Und so geht das die ganze Zeit von einer Situation zur nächsten, von einem Leben zum nächsten, geht das immer angetrieben durch dieses mangelnde Gewahrsein, angetrieben durch diese Gestaltungskräfte, diese dualistischen Projektionen, geht der Kreislauf weiter. Und das ist genau die Bedeutung von Samsara. Samsara bedeutet Kreislauf. Kreislaufbedingten Seins. Und jetzt ist das für uns extrem interessant, weil wir, wenn wir diesen Kreislauf verstehen, auch genau wissen, wo wir ansetzen können, um diesen Kreislauf abzuschwächen und sogar auszusteigen. Wenn wir könnten, würden wir ja mal gleich bei dem mangelnden Gewahrsein ansetzen. Ja, wenn wir das durchschauen könnten, wenn wir auf direkte Erfahrung unseres nicht-dualen Seins hätten oder auch haben,
dann erlischen all die anderen Glieder nach und nach. Aber es ist eher selten, dass wir direkt solche, sagen, völlig offenen Geisteszustände erleben, die völlig frei von Subjekt-Objekt-Trennung sind. Was uns normalerweise bleibt, ist, dass wir als Übung in dem ohnehin stattfindenden Prozess der Sinneswahrnehmung ansetzen. Mit den Sinnen arbeiten wir jetzt. Hören, sehen, spüren im Körper, riechen, eventuell schmecken und die Denkprozesse, die geistigen Bewegungen. Und egal in welchem Bereich wir unterwegs sind, wir können darauf achten, dass wir es nicht zu solch einem starken Ergreifen kommen lassen. Dass wir also den Prozess des Festhaltens wollens und Wegstoßen wollens, dass wir den mildern, indem wir weniger bewertend unterwegs sind, dass wir nicht mehr so krass in angenehm und unangenehm unterscheiden, entspannen, diese greifenden Muster entspannen, uns daran üben, mal nicht zu reagieren, wodurch uns dann auffällt, dass diese Sinnesreize, diese Sinnesempfindungen gar keine inhärente Qualität haben von angenehm und unangenehm, dass das unsere Bewertungen sind. Manche Gerüche sind für uns unangenehm und für andere angenehm. Eine Körperberührung zum Beispiel, wenn ich mal so kurz gestreichelt werde, ist ganz angenehm. Aber wenn das Streicheln nicht aufhört und 10 Minuten weitergeht, dann wird es plötzlich unangenehm, weil es einfach zu viel ist. Und so merken wir, dass so vieles gar keine Reaktion von uns braucht und wir lernen Gleichmut. Gleichmut beruht auf einem Verständnis, was die Natur der Erscheinung versteht als entstehend und vergehend im selben Moment, mit dem Wissen, dass es in den meisten Fällen gar keine Reaktion von uns braucht. Wir können weit und offen bleiben, ohne in dieses Subjekt-Objekt-Greifen zu gehen. Und damit tauchen, dank fortgesetzter Übung in diesem Nichtgreifen, tauchen Erfahrungen von immer weiterem Geist auf. Auch das Greifen, was hinter Müdigkeit und Dumpfheit ist, auch das lassen wir mit der Zeit sein und erfahren Zustände von vermehrtem Gewahrsein, wo also der Geist so klar und sehend wird, dass wir den Glauben an einen konkret vorhandenen Wesenskern verlieren. Es löst sich auf. Es sind so viele überzeugende Erfahrungen, die wir da mit der Zeit machen, dass wir uns gar nicht mehr positionieren als ein Ich im Mittelpunkt von allem, sondern merken, Sehen findet einfach statt, ohne Mittelpunkt. Hören findet statt, ohne Mittelpunkt. Sprechen findet statt, ohne Mittelpunkt. Und so beginnt das zunehmende Gewahrsein, all die Ketten der 12 Glieder abzuschwächen. Es ist weniger Leid, weniger Kummer, weniger Verstrickung, was natürlich wieder förderlich dafür ist, dass das Gewahrsein sich weiter ausweitet und wir erleben zeitweilig den Ausstieg aus dieser Kette der 12 Glieder des abhängigen Entstehens von Samsara. Und wir erkennen, was der Buddha meinte damit, wenn volles Gewahrsein da ist, also ein Eintreten in die Erfahrung des Erwachens,
dass es dann gar nicht mehr zu dem ganzen Rest kommt. Es gibt keine dualistischen Gestaltungsprozesse mehr, kein dualistisches Bewusstsein, kein Annehmen von Name und Form als neue Identität. Und deswegen sind die Sinnesquellen und aller Kontakt und alles, was danach kommt, durchdrungen von diesem offenen, zeitlosen Gewahrsein. Und das ist dann, wie es zur Erfahrung von völliger innerer Freiheit kommt. Ja, so viel vielleicht jetzt zu diesen 12 Gliedern des abhängigen Entstehens. Wir können das an vielen, vielen konkreten Beispielen, können wir das festmachen. Und ich empfehle euch, dass ihr mal darauf achtet, in jedem dieser 6 Sinnesfelder, wie das so abläuft, wie eine visuelle Wahrnehmung Momente des Greifens auslöst, wie eine Hörwahrnehmung Momente des Greifens auslöst, wie diese Momente des Greifens, egal in welchem Sinnesfeld, aber auch sich wieder lösen und es zu einem nicht greifenden Gewahrsein kommt. Und das können wir üben. Wahrzunehmen, ganz wach zu sein, also ohne uns wegzubeamen irgendwo in einer Meditationsblase, sondern ganz wach bleiben, völlig präsent, ohne ins Greifen zu gehen. Und das ist die zentrale Übung beim Meditieren, dass die Übung einer wachen, frischen Präsenz, in der die Muster des Unterscheidens in mag ich und mag ich nicht entspannt werden und die innewohnenden Qualitäten des Seins dafür umso deutlicher werden, in all ihrer Frische und ohne ergriffen zu werden. Da möchte ich euch zu ermutigen. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieses kleinen Videos, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es eine andere Unterweisung gibt, die nennt man wechselseitige Abhängigkeit oder Interdependenz. Und das ist, wie alles andere beeinflusst und bedingt und wie es nichts für sich selbst Existierendes gibt, ohne in Wechselwirkung mit anderem zu sein. Es wäre ein ganz anderes Teaching und diese beiden werden oft miteinander verwechselt. Also die wechselseitige Abhängigkeit ist diese Interdependenz, wo wir auch den Ausdruck von Thich Nhat Hanh gehört haben, das Intersein, uns selbst zu begreifen als im miteinander verwobenen Sein, einander durchdringendes Sein, untrennbar von allem anderen. Und dann gibt es das abhängige Entstehen von Leid und das abhängige Entstehen von Freiheit. Das sind die beiden Aspekte, die ich gerade erklärt habe. Also ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Praxis.